Wir sind heute wieder in unserem T5 und schauen uns an, wie man den Beifahrersitz ausbaut. Dafür tun wir im ersten Schritt den Sitz auf die höchste Position aufpumpen, damit wir untenrum viel Platz haben. Anschließend mit dem Bügel entriegeln und so weit hinter wie möglich fahren. Dann kommt man an die vorderen Schrauben. Man hat hier einmal die äußere gesehen. So, die erste Mutter ist unten. Dann die zweite, die quasi zum Fahrer hin ist. Dann den Sitz wieder auf die vorderste Position fahren und einmal hinter dem Sitz schauen. Hier haben wir Vielzahnschrauben. Das ist quasi eher ein bisschen spezielleres Werkzeug. Hier habt ihr einmal gesehen, welche Größe man braucht. Ist auch noch in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne reinschauen. Ist in den meisten Standardwerkzeugkästen nicht dabei. Erste Schraube draußen, dann die zweite. Genau, gerne auch einmal auf unseren Kanal vorbeischauen oder abonnieren. Wir haben eine sehr umfangreiche Playlist mittlerweile zum T5, zum Passat, auch zum Golf 4, vereinzelte Videos mit den ganzen gängigsten Ausbau- und Reparaturanleitungen. So, jetzt können wir den Sitz einmal hochklappen. Jetzt sehen wir hier unten den gelben Airbag-Stecker. Den einmal entriegeln. Wichtig zu wissen, ihr werdet, wenn ihr jetzt die Zündung anmacht, auf jeden Fall einen Airbag-Fehler drin haben. Den bekommt man auch ohne Fehlerspeicher löschen nicht mehr raus. Der hat keinen Zyklus, nachdem er sich resettet. Genau, hier dann der zweite Stecker. Der müsste für die Sitzheizung sein in meinem Fall. Also wenn ihr keine habt, fehlt dieser Stecker vielleicht bei euch. Und dann könnt ihr den Sitz rausnehmen. Das war's dann auch mit dem Video. Gerne bei den nächsten Videos wieder vorbei.